Angst vor Jobverlust wegen künstlicher Intelligenz ist mittlerweile berechtigt. Das sollte für viele von uns ein Thema sein, über das wir reden. Hollywood ist aber jetzt schon akut davon betroffen. So akut übrigens, dass die Schauspielergilde einen Streik empfiehlt. Im Unterschied zur Autorengilde bezieht sich der dann aber nicht nur auf die USA, sondern Schauspieler auf der ganzen Welt würden streiken. Doch nicht nur Hollywood ist schon jetzt betroffen. KI ersetzt Jobs in diesem Moment. Und auch in meiner Kommentarsektion häufen sich Fragen, ob man überhaupt noch Informatik studieren sollte heutzutage. Wir schauen uns heute an, welche Jobs schon jetzt betroffen sind und was genau das bedeutet. Und ich warne schon mal kurz vor. Ihr werdet mich vermutlich hassen für das, was ich in diesem Video sage. Ich habe diese Diskussion bereits mit meiner Familie geführt und einiges an Unverständnis auf mich gezogen. Ich werde Dinge sagen, die ihr wahrscheinlich nicht hören wollt und die uns als Gesellschaft in Frage stellen. Ihr dürft gerne euren Frust und eure Anregungen in den Kommentaren natürlich rauslassen, aber werdet bitte nicht persönlich, sondern reflektiert auch, was ich sage. Irgendwas mit don't shoot the messenger, I guess. Diese böse KI mal wieder. Sie klauen unsere Jobs! Sie klauen unsere Jobs! Schaut euch dieses Intro an. Dieses Intro ist kein crappy Fanwerk, sondern das offizielle Intro zu Marvel's Secret Invasion, einer TV-Serie. Und ja, natürlich ist das Ding mit KI generiert worden. Das sieht man, denke ich, ganz gut. Hier hat AI ganze Videosegmente generiert. Auch in diesem Netflix-Anime namens The Dog and the Boy kommt allerdings eine KI zum Einsatz. Hier wurde KI in Kombination mit einem menschlichen Künstler für die Hintergründe eingesetzt, weil Fachkräftemangel. Der Künstler wurde nur als Human in den Credits aufgeführt. Die KI war nur eine bildgenerierende KI und natürlich nicht gut genug, als dass da kein Mensch mehr hätte helfen müssen. Und auch die Bild entlässt menschliche Journalisten und prüft den Einsatz von KI für den Job. Sie trennen sich, so die Bild, von Produkten und Strukturen, die wirtschaftlich nicht mehr erfolgreich sein werden. Die Bild dementiert allerdings KI als Grund der Entlassung, aber der Satz wird trotzdem nochmal wichtig. Und ein letztes Beispiel, auch wenn hier nur eine kleine Firma im Gespräch ist, hier wurde ein Großteil des First-Level-Supports, also die Leute, die ihr anruft, wenn irgendwas mal wieder nicht funktioniert, durch eine KI ersetzt. Der Grund: Menschen antworten durchschnittlich nach 1 Minute 44 Sekunden, der KI-Chatbot direkt. Und 98% der Anfragen der Kunden wurden auch so von dem KI-Chatbot gelöst. Und noch ein letztes Beispiel. Athena? Schön, dass du auch wieder dabei bist. Ich habe gehört, du stellst uns heute unseren Sponsor AG1 vor. Sie unterstützen heute dieses Video, sodass ich überhaupt solche Videos hier erstellen kann. Das ist richtig, Morpheus. Du nutzt AG1 ja schon seit einiger Zeit. Wie hat es deinen Alltag verändert? Ich würde sagen, ich fühle mich energiegeladener und motivierter, mich um meine Gesundheit zu kümmern. Es passt ziemlich perfekt in meine Morgenroutine. Das klingt toll. AG1 ist ein Nahrungsergänzungsmittel mit 75 hochwertigen Inhaltsstoffen, darunter Vitamine, Mineralstoffe und Bakterienkulturen. Es kann dadurch viele wichtige Gesundheitsbereiche unterstützen und sogar deine mentale Performance boosten. Die brauchst du ja besonders, wenn ich mir dich so ansehe. Genau, und der Geschmack ist auch ziemlich gut. Das ist gut zu hören. Und das Beste ist, AG1 wird monatlich frei Haus geliefert und es gibt eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Das ist tatsächlich ein sehr cooles Angebot. Und für deine Community gibt es ein besonderes Angebot. Bei Abschluss eines monatlichen Abos auf athleticgreens.com/themorpheusvlogs erhaltet ihr einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und 5 praktische AG1 Travel Packs für unterwegs gratis dazu. Nice, danke Athena. Vielen Dank, dass du uns AG1 vorgestellt hast. Gerne, Morpheus. Und denkt daran, AG1 ist ein großartiges Produkt, aber es ersetzt keine ausgewogene und gesunde Ernährung. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Diese Stimmen sind auch KI generiert, natürlich alle außer meiner eigenen. Das bedroht auch natürlich Olaf Scholz oder andere Synchronsprecher. Im Grunde, wenn wir davon ausgehen, dass wir alles, was digital ist, mit generativer KI erstellen können, sind alle Jobs, die digital Werte erschaffen, potenziell bedroht.
Laut BBC sollen bis zu 60% aller Jobs betroffen sein, ersetzbar oder zumindest verändert werden durch KI. Sollten wir uns also Sorgen machen oder erst, wenn da noch Robotik dazukommt, wo ziehen wir die Grenze? Genau diese Frage stellt sich jetzt auch Hollywood schon. Filme sind ein digitales Medium offensichtlich, sie sind damit definitiv von KI betroffen und das schon jetzt. Im Gegensatz zu journalistischen Artikeln kann ich sie noch nicht vollständig mit ChatGPT ersetzen, aber wenn wir uns dieses Bild hier mal ansehen, ich habe das im Oktober 2022 mit Stable Diffusion erstellt. Das war etwa vor 8 Monaten. Mittlerweile sind wir hier. Hier nochmal der Trailer des Intros von Secret Invasion. Noch vor 4 Monaten war das hier der Stand der Technik. Und naja, Sprache ist natürlich ähnlich. Die Sprachqualität hat sich in den letzten Monaten drastisch verbessert. Hallo Leute, was geht? Kling ich nicht flüssig? Je suis un polyglotte digital, sagte die KI. I speak all these languages fluently. Beeindruckend, denn menschliche Sprecher können das nicht. Pero no puedo ronronear como un gato. Hier hört man etwas Unfassbares. Die KI spricht mehrere Sprachen gleichzeitig. Aber ich musste nicht mehrere Dateien bauen, sondern das ging alles im selben Zug. Es hat von selbst erkannt, dass einer der Sätze Französisch, ein anderer Englisch und der letzte Teil Spanisch war. Und zwischendrin war Deutsch. Und außer dem Wort beeindruckend hatte ich hier eigentlich nichts, worüber ich gestolpert wäre. Klar, es kommt nicht an menschliche Qualität ran, außer man hört mich Spanisch sprechen. Und so war das natürlich auch bei dem Anime. So ist es auch bei journalistischen Texten. Also jetzt vielleicht nicht bei Bild, aber grundsätzlich. Marketing, Werbung, Kundendienst, Rechtswesen, Bildung, Informatik, kreative Berufe, selbst das Gesundheitswesen, die sind alle betroffen. Das große Problem ist, Menschen brauchen länger zum Erstellen von diesen Werken. Menschen wollen insgesamt höhere Löhne haben. Ein Künstler würde mir zwar vermutlich höhere Qualität für Bilder geben, bessere Stimmqualität und vermutlich meine Erwartungen besser erfüllen, aber Stable Diffusion kostet mich halt ein paar Euro für den Strom und dann war's das. Ein Schauspieler kostet mehrere Tausende Euro pro Tag. Und dann ist das Equipment, der Platz und die Crew noch nicht mal eingerechnet. Es sind also wirtschaftliche und monetäre Interessen hier im Spiel. Und sind wir ehrlich, ich kann jetzt nicht gerade behaupten, dass Hollywood mich regelmäßig mit faszinierenden Storys inspiriert. Ich kann also nicht behaupten, dass irgendwo Qualität bislang hochgehalten wurde. Ich persönlich war ein riesiger Fan von Star Wars und trotzdem habe ich nicht mal Interesse, mir die Serie zu Obi-Wan Kenobi überhaupt zu geben. Ich lese, dass die Serie nicht gut sein soll und schon erwarte ich überhaupt nichts mehr. Dann nutze ich dann lieber meine Zeit irgendwie anders. Es ging hier also schon sehr lange eher um Masse statt Klasse. Das ist natürlich mit anderen Branchen etwas anderes, doch sogar im Gesundheitssystem kann ich jetzt nicht gerade die Qualität loben. Ich war wegen einer Diagnose als Kind 8-mal bei verschiedenen Ärzten, weswegen ist nicht so relevant, aber es war nicht, weil es besonders komplex oder schwer wäre. Die ersten 6 Mal wurde ich einfach wieder weggeschickt mit den Worten, ich soll mich nicht so haben, es ist der Stress oder das geht vorbei, Wachstumsschub und so weiter und so fort. Auch hier, die Qualität von dem, was wir tun, steht längst nicht mehr an erster Stelle. Es geht meistens einfach nur um die Wirtschaftlichkeit. Und naja, KI erreicht Ergebnisse, die eben als ausreichend durchgehen. Nicht gut, aber es reicht halt. Und ja, auch als Softwareentwickler bin ich nicht anders. Im Angestelltenverhältnis läuft es doch meist so. Wir bauen Software, die das Ticket gut genug erfüllt und ist der Code halt nicht lesbar, soll sich halt jemand anders drum kümmern. Oder ich mache selber, aber dann halt bitte morgen. Sind wir Menschen also obsolet? Nicht in dem Sinne, dass wir unsere Arbeit nicht mehr gut machen würden, sondern eher die KI macht unsere Arbeit eben auch ausreichend für einen deutlich niedrigeren Lohn als Mindestlohn. Das bisschen Rechenleistung reicht dann schon. Naja, und viele der übrigen Jobs wie Kassierer oder Bibliothekar können wir dann ja einfach gleich durch Digitalisierung ersetzen. Die Autoren und Darsteller in Hollywood streiken aber nicht nur, weil sie sich um ihre Jobs fürchten, sie streiken auch um ihr Recht am eigenen Bild. Ihr erinnert euch an das Bild von Snoop Dogg als Arzt gerade, ne? Wie kann eine KI überhaupt so ein Bild erzeugen? Der Hauptteil meiner Eingabe war Snoop Dogg as a Doctor. Woher weiß Midjourney in diesem Fall, dass Snoop Dogg genau so aussieht wie auf diesem Bild?
Das liegt an den Trainingsdaten. Darin ist mindestens ein Bild von Snoop Dogg enthalten. Wenn ihr in eurem Leben noch nie den Dogg gesehen habt, dann könntet ihr wahrscheinlich auch die perfekteste KI haben und kein Bild von ihm erzeugen. Und genau davor haben Schauspieler Angst. Aus der Natur ihres Jobs heraus gibt es zig Videos von ihnen im Netz. Logisch. Diese Filme könnte man nun aber als Trainingsmaterialien für KIs benutzen und damit dann natürlich auch neue, akkurate Darstellungen von ihnen erzeugen. Eine Starbesetzung in einem nächsten Morpheus-Video in den nächsten paar Jahren mit Tupac, Rami Malek und Jennifer Lawrence ist nicht unmöglich und würde mich, wenn wir uns an den Preisen der aktuellen Tools orientieren, wahrscheinlich nicht mehr als $20 kosten. Aber dürfte ich das? Dürfte ich tote Schauspieler oder in diesem Fall Rapper wieder auferstehen lassen? Dürfte ich ein neues Album von Linkin Park mit der lieblichen Stimme von Jester herausbringen? Was ethisch zumindest fragwürdig ist auch rechtlich nicht perfekt geklärt. In Japan dürfte ich das. In Japan gilt kein Urheberrecht mehr für KI-Daten, auch nicht für Trainingsdaten. Jeder Schauspieler, jedes Gemälde, jede Stimme dürfen genutzt werden. Japan ist bislang ziemlich allein damit, aber das ist schon ein Statement. Das Recht am eigenen Bild besagt grob, dass ich nicht einfach ein Bild von einer random Person teilen darf, außer sie ist eine öffentliche Person. Es ist aber nicht ganz eindeutig geregelt, speziell von der Stimme her, die eigentlich das deutsche Gesetz gar nicht anfasst. Denn ja, unser Rechtssystem kann halt nicht wirklich mit generativer KI und bislang war das nicht so ein Thema. Naja, nicht so wichtig, aber zumindest das hier dürfte ich. Jo, YouTube, Olaf Scholz hier, aber ihr könnt mich Scholzinator nennen. Denkt daran, jeden Tag zu dubben, denn YOLO, richtig? Swag aus der Kanzlei, Leute. Und klar, das war jetzt nicht gerade gut. Lasst uns aber nochmal ganz kurz darüber sprechen. Das hier sind KI-Bilder von Juni 2022, also letztes Jahr auf der linken Seite. Auf der rechten Seite seht ihr KI-Bilder von Juli 2023, also dieses Jahr. Dazwischen liegen 13 Monate. Gut, Bilder, ne? Ist ja einfach. Wir hatten schon die heutigen Ergebnisse von Sprache, Video und Text. YOLO, richtig? Wie hat es deinen Alltag verändert? I speak all these languages fluently. Andere Bereiche sind nicht so offensichtlich, aber sucht mal auf Twitter nach ChatGPT. Da sind so viele Bots nur noch am Content erstellen. Und ja, über den Bot-Content auf Social Media reden wir nochmal wann anders. Im Oktober 2021 war 30% des Codes mit Hilfe von KI-Assistenten erstellt. Das war vor ungefähr 21 Monaten. Im Juni, also vor einem Monat, kam eine Studie raus, die besagte, dass 92% der Programmierer KI-Tools nutzen. 92. Das heißt zwar noch nicht, dass kein Mensch mehr kontrolliert, Probe liest etc., aber es wird jeden Tag genutzt. Und ich persönlich lese jeden Tag 3 Paper über KI. Jeden Tag. Und das nicht mal alle. Was ich hiermit verdeutlichen möchte, ist das brutale Wachstum, das KI gerade hinlegt. Und ja, das ist nicht verwunderlich. Das Thema ist natürlich immens auch im Hype, dadurch stürzen sich einfach viel mehr Menschen darauf als zuvor. Das ist aber nicht der einzige Grund für diesen Aufschwung. Neuronale Netze, also die Technik hinter den meisten KI-Anwendungen, existiert in ihren Grundzügen schon seit grob 70 Jahren. Aber wir hatten bislang einfach nicht die Rechenleistung für die allermeisten Aufgaben. Auch heute fehlt uns die natürlich noch, aber für vieles reicht es eben mittlerweile. Fast jedes Jahr steigt unsere Leistung für Berechnungen und komplexere KIs. Seit GPT-3 trainiert wurde, hat Nvidia schon wieder einige Grafikkartengenerationen veröffentlicht. Und jedes Mal, wenn eine neue Grafikkartengeneration rauskommt, wird die Leistung etwa verdoppelt. Das heißt, das Training geht doppelt so schnell. Oh, und Fun Fact: Dieser Graph, den ihr gerade gesehen habt, der wurde von einer KI erstellt. Die Daten recherchiert von einer KI. Ihr solltet wirklich mal ein Video zum Codeinterpreter schauen. Das Ganze bestätigt trotzdem ungefähr Moores Gesetz. Moores Gesetz ist eine Beobachtung, die von Gordon Moore, einem Mitbegründer von Intel, gemacht wurde. Es besagt ganz grob, dass die Anzahl der Transistoren, die winzigen Schaltkreise, die den Kern eines Computers bilden, auf einem Mikrochip sich etwa alle 2 Jahre verdoppelt. Das führt dazu, dass die Leistung von Computern regelmäßig steigt, während die Kosten stabil bleiben oder sogar sinken. Vereinfacht gesagt, bekommen wir durch Moores Gesetz etwa alle 2 Jahre doppelt so viel Computerleistung für den gleichen Preis. Und das ist, wie man bei diesem Bild sieht, ziemlich konstant. So, und jetzt ist das ein kleines bisschen verwirrend, denn die Leistung verdoppelt sich. Diese Grafik, die ihr hier seht, das ist
Ding hat eine logarithmische Skalierung an der Seite. Die Leistung verdoppelt sich. Das heißt, der gesamte Fortschritt an Leistung, den wir in der gesamten Zeit der Computer gemacht haben, wird alle 2 Jahre grob nochmal draufgelegt. Das Ding hier kam 1971 auf den Markt. Wie viel ist eigentlich seit 1971 passiert? Von der Steigerung der Leistung passiert das bis etwa 2025 alles nochmal. Ist es da nicht begründet, dass Schauspieler, Autoren, Content Creator, Informatiker, Ärzte und so weiter Sorgen um ihren Job haben? Nun, wenn wir mal ganz kurz den Blick von unseren Smartphones heben, sehen wir, dass wir irgendwie noch zum Großteil einen Job haben. Die Arbeitslosenrate ist relativ gering, der Fachkräftemangel, naja, ist ein anderes Thema. Schaut euch das kurz an als grobe Orientierung. Vor der industriellen Revolution haben etwa 70% der Menschen in der Landwirtschaft gearbeitet, 20% im Handwerk, 10% im Dienstleistungssektor. Und wir alle wissen, welche Dienstleistungen das waren. Anyways, das war noch bevor die industrielle Revolution passiert ist. Danach waren es plötzlich nur noch 20% in der Landwirtschaft, weil wir einfach so viel effizienter geworden sind. 40% waren dann in der Industrie und hier noch ein Bild für die Digitalisierung. Das sind natürlich nur sehr, sehr grobe und sehr einfache Orientierungen. Und die Digitalisierung ist auch noch lange nicht abgeschlossen, wie wir spätestens hier in Deutschland ganz gut sehen können. Solche Revolutionen bedeuten immer, dass sich der Arbeitsmarkt wandelt. Meist aber nicht, dass er komplett zusammenbricht. Die wichtigste Frage, die man sich aber aktuell stellen muss, ist eigentlich folgende. Der Einsatz von KI kann und wird viele unserer Jobs gefährden und tut das schon heute. Nicht aber wegen KI, sondern wegen Kostenersparnissen, weil KI jetzt auf einmal eben billiger ist als die menschliche Arbeitskraft. Gerade in vielen älteren Betrieben ist das faszinierend zu sehen. Wo der Mensch günstiger ist als die Anschaffung einer Maschine oder die Wartung bzw. eine Kombination davon, bleibt natürlich der Mensch, auch wenn seine Arbeit eigentlich nicht in dem Ausmaß gebraucht wird. Bei KI passiert jetzt gerade dasselbe, nur eben andersrum. Wo KI günstiger ist als der Mensch, wird der Mensch komplett entlassen und die niedrigere Qualität wird hingenommen. Der Mensch, den man gebraucht hätte, um die KI zu kontrollieren, ihr Fachwissen zu geben und sie richtig zu nutzen und ihre Ausgabe zu verbessern, da wird man als Mensch in den Credits angegeben oder sogar direkt einfach weggeworfen. Wir müssen uns fragen, was genau ist uns eigentlich unsere Zeit wert? Denn das ist die kostbarste und am meisten beschränkte Ressource. Aktuell sind wir auf einem Pfad, der all diese Fragen ignoriert. Wir warten darauf, dass unser Chef eine KI findet, die günstiger ist, um uns dann anderweitig eben zu orientieren. Und das, obwohl die beste Lösung, wie immer übrigens, ein Tandem aus Mensch und KI wäre. Denn KI macht Dinge falsch, die ein Mensch leicht sehen kann häufig. Ein Mensch macht aber auch Fehler, die eine KI zum Beispiel leicht prüfen kann. In diesem Szenario profitiert aber dann nur noch unser Chef. Und naja, er nimmt dann halt einfach die niedrigere Qualität in Kauf. Und wir sind weg? Oder müssen wir irgendwann für denselben Lohn einfach weniger arbeiten? Denn dass KI Effizienz steigern kann, müssen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Um diese Fragen zu beantworten, haben wir noch ein kleines bisschen Zeit. Das da wird uns vermutlich noch eine gewisse Zeit lang keine Konkurrenz machen, aber ganz wegschieben sollten wir diese Thematik nicht, denn dann könnte es schon zu spät sein. Und das wäre ziemlich unschön.